Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück bei Big M und einer neuen Challenge. Meine Lieben, ihr seht schon, all you can eat, jeden Dienstag Steak. Das geben wir an. Viel Spaß, let's go. Meine Lieben, und damit nochmal herzlich willkommen zurück bei Big M und einem neuen Video. Wir sind bei Tugra Steakhouse Restaurant in Bergisch Gladbach. Der Grund ist, wie eben bereits kurz erwähnt, all you can eat, jeden Dienstag. So viel Steak, so viel Burger, so viele Tacos, Spieße und Beilagen plus ein Getränk für 50 €, so viel wie man will. Aber wir wären nicht hier, wenn es dazu noch was Besonderes geben würde. Und das betrifft vor allem die Steaks. Ihr habt mich nämlich mal wieder markiert, verlinkt und gesagt, Big M, du musst nach Bergisch Gladbach. Der Rekord liegt nämlich hier genau bei 2850 Gramm. Unser Steak-All-You-Can-Eat-Rekord zu brechen, darf bei uns einen Monat lang kostenlos essen. Richtig gehört, unser All-You-Can-Eat-Steak gibt es jeden Dienstag für nur 50 € pro Person. Und so viel hat hier wohl mal einer geschafft, nur an Steaks zu essen. Und das Ganze werden wir natürlich, weil es eine offizielle Challenge ist, jetzt versuchen zu knacken. Das heißt, wir gehen rein, 2850 Gramm All-You-Can-Eat-Steak, hier Bergisch Gladbach bei Tugra, was jeder von euch nachmachen kann. Und wir versuchen den Rekord aufzustellen. Meine Lieben, ich hoffe, das wird nicht nur ein epischer Rekord, sondern natürlich auch geschmacklich geil. Wir schauen uns an, was Tugra zu bieten hat. Let's go. 200 Gramm Rumpsteak. Ja. Dankeschön. 200 Gramm Hüftsteak. Vorsicht, heiß. Eine Messer personalisiert für dich. Ach nein! Ja. Meinst du das ernst? Ja, klar. Leute, Extra für dich. wie geil ist das denn? Ein Big M-Messer. Dann kriegt das hier jeder oder was? Stammgäste. Stammgäste. Nach 10, wenn die 10 Mal hier sind, dann gucke ich diesen Stammgast, dann haben die hier immer extra Messer für sich. Einfach so. Einfach so. Aber das behaltet ihr hier und die kriegen das dann immer Richtig. Nee. Ja, eigene Das Messer ist ja haben wir. geil. Das ist ja geil, Leute. Halleluja. Also, wir sind schon Stammgast hier. Geil, ein eigenes Messer. Wir haben unsere ersten Portionen bekommen. Man kann ja auch auswählen zwischen Beilagen, Bratkartoffeln, Pommes. Ich sag mal auch hier geschmorte Zwiebeln. Wir haben jetzt hier einmal noch Bratkartoffeln dazu bekommen als kleine Beilage. Geschmorte Zwiebeln, ein bisschen Paprika bzw. Tomaten als Deko. Wir fangen an, hier gibt es nämlich Rumpsteak, hier gibt es Entrecote und Hüftsteak und haben jetzt hier jeweils pro Runde bekommt man 200 Gramm bei dem All You Can Eat. 200 Gramm zweimal jeweils pro Portion, das heißt 400 Gramm, 400 Gramm, 400 Gramm und haben für unsere erste Runde auf der Rekordjagd 1,2 Kilo vor uns. Und dazu, habe ich gerade erfahren, bekommt man hier als Stammgast ein eigenes Messer. Ab dem 10. Mal, wenn man hier ist, darf man anfragen und sagt, ich bin Stammgast hier, dann wird ein extra Messer gefertigt. Das muss man immer hier lassen, das kommt in eine Vitrine. Habe ich mir angeschaut, könnt ihr euch gerne auf dem YouTube-Video anschauen als B-Roll. Und wir haben jetzt hier schon als Geschenk dafür, dass wir hier sind und das Ganze präsentieren und natürlich auch als Rekord hoffentlich schaffen, schon mal ein Messer bekommen. Das Big M-Messer, auch das gibt es jetzt hier schon in Bergisch Gladbach. Kann man, ich sag mal, hier bestaunen und sich anschauen. Vielleicht sogar mit einem landesweiten Steak-Rekord. Meine Lieben, es ist alles angerichtet. Wir gehen rein in die All You Can Eat Bergisch Gladbach Tugra Steak Challenge. Also meine Lieben, damit ist alles angerichtet für die legendäre landesweite All You Can Eat Steak Challenge bei Tugra in Bergisch Gladbach. 2,85 Kilo, die müssen wir schaffen. Wir gehen rein. Let's go. Fangen wir an. Erstmal trocken ins Fleisch rein. Schön, dass es auch auf diesen heißen Pfannen gebracht wird. Boah. Oh. Es müsste das Hüftsteak sein, meine Lieben. Ich glaube, es müsste das Hüftsteak sein. Oh, toll lecker. Oh. Und hat er echt medium gebraten hinbekommen, ne? Und das, obwohl es jetzt hier schon ein bisschen steht. Toll. Soße dazu. Ich glaube, es ist tatsächlich die Chimichurri, ne? Nee, das ist die Pilzrahmen. Also auch 3 warme Soßen gibt es dabei. Das interessiert mich ja jetzt ja wieder, ne? Womit würdet ihr jetzt hier euer Steak essen? Klassisch trocken wie jetzt gerade. Salz, Pfeffer ein bisschen oben drüber. Pilzrahmensoße. Okay, Pilzrahmen. Ich würde sagen, probieren wir unser zweites, trocken. Auch wieder toll hinbekommen, ne? Also auch, obwohl es All You Can Eat ist. Kann man sich definitiv auch so genehmigen lassen. Ich finde das auch geil mit den Soßen, dass die automatisch dazu bekommen. Das ist die Chimichurri-Soße. Das ist die wilde Chimichurri-Soße, mein Lieben. Da tun wir uns ordentlich was drüber. Boah, geil. Brauchst du ein bisschen Pfeffer? Och, da sage ich nicht nein, du. Da sage ich nicht nein. Bisschen Pfeffer geht immer. Ja, ne? Perfekt. So, Ich danke dir. bitte schön, gerne doch.
Also, ihr seht, auch ein bisschen Pfeffer haben wir zu bekommen. Auch hier ist man sehr höflich. Dann haben wir jetzt hier unser Entrecote. Boah. Boah, Leute, tue ich mich gerade schwer. Geschmacklich das Entrecote am außergewöhnlichsten. Klar, natürlich mit dem meisten Fettrand. Intensivst durchzogen. Gehen jetzt hier mal in die nächste rein. Wir hatten jetzt einmal schon die Pilzrahmen, Chimichurri. Dann müsste das hier die Pfefferrahmen sein. Also das Entrecote geschmacklich am intensivsten, kann man nicht anders sagen. Ich tue mich aber gerade echt schwer. Schreibt gerne rein, was wäre euer Favorite. Ich befürchte, ich kann es erst später sagen. Ich werde jetzt noch mal hier und da Zwiebeln mitnehmen. Fleischgeschmorte Zwiebeln, absoluter Gamechanger. Unnormal geil. Dazu Bratkartoffeln. Wie gesagt, man kann auch wahlweise hier Pommes dazu nehmen. Buttergemüse, Reis. Aber meine Lieben, was geht denn Besseres als zu geilen Steaks mit ein bisschen Schmorzwiebeln, Bratkartoffeln, ein Champignon dazu. Boah, der Champignon-Tag ist richtig gut. I love it. Aber mit den Beilagen dürfen wir sich zu sehr aufhalten, denn die stopfen. Oder könnten uns am Ende, ich sag mal, einen Strich durch die Rechnung machen. Denn hier zählt nur eins: Fleisch, Steak und das unlimited. Meine Lieben, rein geht's in die Steak Challenge. Wir versuchen jetzt hier die ersten 1,2 Kilo zu schaffen. Let's go! Also meine Lieben, ihr seht's, unsere ersten Teller werden wieder abgeräumt. Wir haben schon die nächsten 400 Gramm bestellt. Wir werden jetzt Step by Step einfach 2 Steaks mal bestellen. Normalerweise ist es so, dass die hier rumgehen und man kriegt immer 200 Gramm frisch auf den Teller geliefert. Aber wir machen es jetzt so, wir hatten jetzt, sage ich mal, von allen 3, die es gibt, jeweils 400 Gramm. Das heißt, die ersten, wie sie auch hier aufgeschrieben haben für die Challenge, 1,2 Kilo sind soweit durch. Und jetzt haben wir die nächsten 400 Gramm bestellt. Habe mich in der nächsten zweiten Runde für Rumsteak entschieden. Und dementsprechend warten wir, dass Runde 2 losgeht. Und dann gehen wir schon rein in die 1,6 Kilo. Ei, Runde Nummer 2. Oh, geil. Dankeschön. Bitte schön. Danke, danke, danke. Also meine Lieben, seht, Runde Nummer 2 ist da. Pfeffer wird noch ordentlich. Ja. Dankeschön. Haben wir auf jeden Fall heute ordentlich Pfeffer. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und ihr seht, all you can eat, frisches Steak. Rumsteak diesmal bestellt. Wir gehen rein in 1600 und damit in Runde 2. Also meine Lieben, damit seht ihr das. Steak oder Runde Nummer 2 soweit durch und damit haben wir unsere 1600 Gramm Marke erreicht. Sind schon mal etwas über die Hälfte gekommen. Und was hier einfach der Vorteil ist, ich meine, wir hatten jetzt schon x Male viele große Steaks, aber frisch auf so einer heißen Pfanne und immer wieder zur Auswahl verschiedene, ist dann doch nochmal was anderes. Deswegen freue ich mich weiter darauf, haben schon eine neue Soße bekommen, aber warten jetzt auf die nächsten 400 Gramm, die ich geordert habe. Also meine Lieben, ihr seht, es knispert, es ist laut, es dampft, es ist heiß. Die nächsten 400 Gramm Hüftsteaks sind diesmal vor uns. Und da würde ich sagen, meine Lieben, auch da gehen wir wieder rein, schön heiß. Auch hier kann man sich den Garpunkt wieder selber suchen und ihr seht, es kommt perfekt zu Tisch. Ein bisschen Soße mit dabei und rein geht's in die nächsten 400 Gramm und die dritte Runde. Also meine Lieben, damit haben wir die nächsten 400 Gramm durch und damit unsere 2 Kilo Marke erreicht. Und ich muss euch ehrlicherweise sagen, ich höre schon wieder Knistern im Hintergrund. Also meine Lieben, damit seht ihr das. Unser alter Teller wird weggeräumt, unsere neuen Steaks sind da und ich habe mich auf die Hüfte eingeschossen. Die schmeckt mir dann doch jetzt hier am besten, bekommt mir am besten. Und auch hier haben wir wieder schön durches Fleisch, beziehungsweise Fleisch, was durch ist, in dem Sinne, dass wir es hier auf der Pfanne noch ein bisschen liegen lassen können, ein bisschen Ruhe können, damit es noch ein bisschen durchzieht. Deswegen schneide ich mir wirklich jetzt immer so kleine Stücke rein. Zum einen ist es einfach unfassbar heiß, wenn es auf dieser Pfanne kommt. Zum einen kann man es so noch hier und da ein bisschen durchziehen lassen. Und ich kann gleich schneller, ich sag mal, wenn ich einmal anfange zu essen, auch essen. Also ihr seht, das Ganze ist schon eine tolle Sache hier. Knispert gerade ein bisschen weniger. Ich denke mal, weil jetzt auch andere Kunden im Hintergrund ein bisschen was bekommen haben. Aber, meine Lieben, damit seht ihr das. Steak, Runde Nummer 4 müsste es sein, ist angerichtet. Und damit gehen wir rein in die 2,4 Kilo.
Damit haben wir die nächste Runde soweit durch, Runde 4. Und damit unsere 2,4 Kilo. Das heißt, die nächste Runde ist geordert. Nochmal 200 Gramm. Das heißt, dann wären wir bei 2,8, wenn wir die nächste schaffen. Wobei, das müssen wir erstmal schaffen. Und dann müssten wir noch einmal 200 bestellen. Dann gehen wir nämlich auf die 3 Kilo Marke und hätten dann schon mal den neuen Hausrekord. Und dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Mit Dessert auf jeden Fall. Aber vielleicht bauen wir den Rekord noch weiter aus. Aber da schauen wir erstmal. Wichtig ist erstmal, dass wir den Rekord überhaupt schaffen. Denn man merkt doch hier und da, Fleisch zwickt. Zweite Challenge des Tages ist auch am Start. Also einzige was gut ist, Wetter scheint bzw. Sonne scheint. Es ist schön warm, Temperaturen sind angenehm. Man kann im T-Shirt hier sitzen, tolle Atmosphäre. Und ich höre schon unsere nette Gastgeberin, die bringen schon gerade das nächste. So, damit seht das, meine Lieben. Unsere nächste Runde, Runde Nummer 5 ist da. Und wieder schön frisch, wieder geil. Also das, meine Lieben, ist mal eine Steak-Challenge. Genau nach meinem Geschmack, wie man es eigentlich doppeldeutiger nicht verstehen kann. Schön frisch. Steaks, heiß, saftig, knusprig, Event-Feeling. Meine Lieben, was gibt's Besseres? Lasst gerne ein Like da, gerne ein Abo, schaut gerne hier vorbei. Versucht das Ganze gerne zu knacken. Wir gehen rein in die, ja, sage ich mal, nächste Runde, Runde Nummer 5 und damit auf dem Weg mit einer neuen Soße auf die 2,8 Kilo. Also meine Lieben, ihr seht, wir haben die 58 Minuten jetzt gleich erreicht, also fast eine Stunde dran, haben jetzt die 2,8 Kilo geschafft und damit stehen wir nur noch 50 Gramm vor dem Rekord. Wir haben jetzt noch mal eine letzte Runde bestellt, Hüftsteak, 200 Gramm, wie gesagt, für mich das geschmacklich hier, für mich bekömmlichste und auch für mich persönlich leckerste. Beilagenteller fast durch, ein paar Zwiebeln noch drauf. Hier und da habe ich mich ja auch auf die Champignons und Dip eingeschossen und damit würde ich sagen, Prost. Denn eins ist gewiss, das macht sehr durstig und damit warten wir auf das nächste Knistern. Und die letzten 200 Gramm, die ich glaube ich schon im Hintergrund höre. Oh, der Chef höchstpersönlich selber am Ende. Das sind doch keine 200 Gramm. Okay. Dankeschön. 200 Gramm, bist du sicher? Ich wette mit dir, nie im Leben sind das 200 Gramm. Ich schwöre, ich könnte mein Leben... Wir sind jetzt bei 2,8. Das sind mindestens 300. Das sind 300? Ja? Siehst du, sag ich ja. Da kann man nicht mit mir spielen. Oh, ein Gramm. Okay, nehme ich ja, mache ich aber, mache ich fertig, okay. Mache ich fertig. Also ich sag ja, ich lasse mich hier nicht veräppeln. Mittlerweile habe ich ein ganz gutes Augenmaß, wie viel was wiegt. Wir haben jetzt hier nochmal 300 Gramm bekommen, ne? Als Medaillons geschnitten, hat er diesmal gesagt. Und damit, ja, haben wir den Rekord dann oder würden den Rekord dann jetzt auf 3100 Gramm ausstellen. Aber jede 50 Gramm, die wir jetzt weiter vorankommen, hätten wir es geschafft. Und dazu gehen sie schon in eine richtige Richtung. Wir haben noch eine, ich sag mal, gebratene Ananas da dazu bekommen. Geht schon Richtung Nachtisch. Aber mein Lieben, der hat uns auf jeden Fall nochmal eine Aufgabe gegeben. Also ich sag mal, mittlerweile kennt man die Videos und was weiß ich was alles. Also wenigstens haben wir noch ein Schluck Wasser. Rein in die letzten Medaillons. 300 Gramm Fleisch aufwärts, könnten noch 350 sein, wenn ich mir das so anschaue. Ach ja, all you can eat, ne? Was soll's. Schmeckt aber auch. Also meine Lieben, letztes Stück, da gehen wir rein, ein bisschen mit Ananas noch dazu, um so eine kleine Sweet-Note noch am besten zu bekommen und noch so, ein, ich sag mal, so eine leichte, ja, Soße on top Richtung Ananas. Und damit haben wir in einer Stunde und 26 Minuten, also ich sag mal wirklich so eine knappe Hälfte der Zeit von dem, wie der alte Rekordhalter bei 2850 Gramm war, unsere, ich sag mal, offiziellen 3,1 Kilo geschafft, wobei viele von euch schon geschrieben haben, dass jedes Steak hier mindestens 50, vor allem die letzte Runde nochmal die doppelte Portion mehr war als eigentlich angegeben. Aber sei es drum, meine Lieben, haben wir jetzt ein bisschen länger dafür gebraucht, vielleicht war es noch ein bisschen mehr, aber 3100 Gramm ist jetzt der offizielle Rekord hier. Damit haben wir uns hier, ich sag mal, ein kostenloses Essen gesichert. Die 50 € schon mal kostenlos für den All You Can Eat Abend hier. Plus 1 Monat lang können wir jetzt hier kostenlos essen. Und ihr habt natürlich jetzt die Möglichkeit, bei der offiziellen Challenge hier bei Tugra das Ganze als neuer Rekordhalter zu brechen. Wie gesagt, 3150 wäre damit die nächste Hürde. Meine Lieben, ich sag nochmal Prost. Und damit, seht das, räumen wir hier auf. Und ich freue mich jetzt auf einen süßen Abschluss. Ei, wow. Halleluja, da ist auch ein ordentlicher Blätterteig, du. Ja. Geil. Wow. 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 Tja, meine Lieben, damit ist alles angerichtet. Wir gehen noch mal rein in die Dessert-Challenge, sage ich.
Die wird mir aber definitiv leichter fallen als die letzte Steakrunde. Baklava haben wir bekommen mit Eis und Blätterteig mit Eis. Das wurde mir vom Haus empfohlen. Selbstgemachter Blätterteig. Huch, und noch eine Kugel Eis. Also nicht nur steaklastig, sondern auch sehr eislastig wird es hier. Hoch. Ich würde sagen, gehen wir rein da. Also, meine Lieben, gehen wir mal zuerst in unseren Baklava hier rein. Mit Pistazie. Ordentliche Gabel. Boah. Boah, das ist der Shit. Das ist brutal gerade. Nach dieser Steak-Challenge jetzt gerade brutal. Absolut brutal. Und ich glaube, ich freue mich jetzt gerade umso mehr auf diesen Blätterteig hier. Hört es bei euch an wie knusprig. Schaut euch mal an, was hier an Volumen, an einer Masse drin ist. Schaut euch das Ganze mal hier an. Game over. Das ist warm. Der Blätterteig ist warm. Das ist wie eine Art Crepe mit Blätterteig. Game over. Ich muss mich echt zurückhalten jetzt gerade, weil ich davon jetzt bestimmt 5, 6 Teller noch essen könnte. Boah, muss ich mich gerade zurückhalten. Boah, fällt mir gerade echt schwer. Was so geil ist. Hey, lass Auto machen. Ich verliere mich hier gleich. Lass ein Auto machen. Ja, nee, wir müssen ein Auto machen. Ich verliere mich jetzt hier gleich. Also, meine Lieben, man hat sich hier gerade noch so, ich sag mal, uns einen Gefallen getan und hat gesagt, dass man uns hier nicht nur einen Monat lang kostenlos gönnt, sondern ich sag mal, weil es vielleicht auch mehr als 3,1 Kilo waren, tatsächlich uns einen Stempel für den Lifetime-Pass gegeben, also unerwartet kostenlos Essen für die Ewigkeit. Und da danke ich dir, da danke ich deiner Chefin mit dabei zu. Und meine Lieben, den Nachtisch hier, den werde ich auch nicht vergessen. Wieder Spektakel mit euch. Neuer Steak-Rekord, offiziell bei 3,1, vielleicht auch ein bisschen mehr, vielleicht auch ein bisschen weniger. Schreibt es gerne rein. Hat mir sehr gut gefallen. Ich danke dir für tolle Steaks, für einen tollen Nachtisch für euch, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Für einen tollen Nachtisch, tollen Essen. Ciao, ciao.